Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute ist es wieder soweit, das, was ihr euch wieder gewünscht habt und auch wieder sehr viele von euch. Nach der letzten This is Sefa Show von DEFCON 1 2024 sind wir heute bei DEFCON 1 2022. Bin sehr gespannt, was er 2022 schon abgerissen hat. Wahrscheinlich hätte ich es eher so in chronologischer Reihenfolge gucken sollen. Aber Paket. Ist ja scheißegal. Am Ende des Tages ist es auch, glaube ich, auch sehr geil, so, ne, diesen Unterschied halt generell zu sehen. Bin halt sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken mitgenommen. Oder mit dabei. Irgendwas zu snacken, weil heute wird es wieder verdammt lang. Aber es ist Sonntag, es ist Big Content Day. Also gehen wir rein. Mindestens eine Stunde. Zephyr, let's go. This is Zephyr. Zephyr. Das hat er aber auch, glaube ich, jedes Mal, ne? Dass er sich da hinsetzt, erstmal das Piano rausholen. Let us not deceive ourselves, sir. These are the implements of war and subjection. I know not what Aber ich komme halt immer noch nicht drauf klar, dass er sich da immer mit einem Sakko hinstellt, ne? Das ist, ich finde, das hat so eine krasse Wirkung auf einen. Du siehst da alle Leute oberkörperfrei, mit irgendwelchen Sommeroutfits oder irgendwie sowas Verrücktes, was irgendwie zum Hardstyle passt. Und dann kommt Zephyr. Einfach mit dem Sakko. Oder Anzug. but as for me, give me liberty, or give me death. Oh, Junge. Let us not deceive ourselves, sir. Oh, ich finde die Bühne auch sehr, sehr geil, ne? Das sieht so cool aus. So dieses, ist das ein Phönix? Würde ich sagen, ne? Phönixartige. Das sieht so geil aus. Aber auch irgendwie, wenn du so guckst, sieht das eigentlich fucking klein aus. These are the implements of war and subjection. Dass sie auch dabei ist, das freut mich irgendwie. Dass er so, ich weiß ja gar nicht, wann er das angefangen hat. Ich meine sogar, Leute von euch haben mir das geschrieben, aber da bin ich ehrlich, ich bin so vergesslich. Der Name wurde mir auch gesagt von ihr, aber tut mir leid. Aber dass sie dabei ist, finde ich so cool, ne? So, dass die ganzen Leute immer so dabei sind, dass er die immer wieder mitnimmt, aber die immer wieder eine geile Show abliefern. I know not what course others may take, but as for me, give me liberty, or give me death. Sometimes you gotta do stuff just differently and step outside the box to change the name of the fucking game. You're about to experience something just like that. Making it clear, Zephyr and the orchestra is here.
So einfach so geil. Digga. Junge, diese Geige ist einfach so fucking episch, ne? Hilfe! Ich finde das so verrückt, wenn du eigentlich überlegst, ne? Dass der einfach die Idee hatte, ey, ich nehme einfach jetzt ein Orchester, einfach jetzt immer mit, verbinde das mit Hardstyle. Und dass da sowas Krasses bei rumkommt, das ist total verrückt. Ich finde halt auch generell dieses Piano geil gemacht. Eigentlich ist es ja ein normales Keyboard, also was heißt normales Keyboard, ne? Aber ein Keyboard, was einfach so eine schöne Ummantelung von einem Piano gekriegt hat. So cool, so eine coole Idee auch. When two different worlds collide. Rede mal, Willen. Genau das meine ich nämlich. Genau das meine ich. Das sind einfach zwei Welten, die gar nicht eigentlich zusammenpassen. Aber Zephyr kriegt es alleine mit seinem Auftritt, also wie er auftritt, einfach hin. Er kriegt diese Schönheit von diesem Orchester so geil, alleine mit seinem Anzug geil dargestellt, finde ich. Aber wenn er dann aufdreht und durchdreht, kommt dieser Hardstyle-Effekt durch. Das ist so krass. A better one is created, they say, to awaken new kind of lights that shine so bright that will illuminate the darkest nights. Oh. Let him be the one to awake your flame inside. Defcon, can I get some noise, please? Wow. Villain hat aber auch so geile Sprüche, ne? Die dich halt nochmal so krass mehr mit abholen. Ja, der ist perfekt für Put dieses those Shit, hands ey. together, come on, follow us. Oh. Ah.
Oh, das nenne ich Crowd Control on its best, Motherfucker. We are about to do something magical. We got the lovely Nina on the violin, Lawrence on the guitar, Defcon! Okay, Nina und Lawrence. Nina und Lawrence. Ich versuch's mir zu merken. Ich versuch's mir zu merken. Come on! I want to hear your voice right. You know this one. Everybody, come on! Come on! Boah. Don't even think about holding back. We need that 1000%. Darauf komme ich halt immer noch nicht klar. Diese Cuts gefühlt, wo der Mann einfach eine Zeitreise macht. Er steht vorne mit Villain, im nächsten Moment sitzt er da wieder. Hä? You power up. Give me that energy. Making this clear. Step up, and the orchestra is here. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe vor dem Orchester riesen Respekt, ne? Wenn man sich mal überlegt, dass die da stehen, natürlich Kopfhörer drin, ne? Wahrscheinlich übertriebenste Lautstärke drin, damit die überhaupt irgendwie im Rhythmus bleiben von sich. Aber überleg mal, was da für ein Bass mitschallert. So, und du musst es hinkriegen, dass dein Instrument genauso spielt. Bro, wie? Wie? Das könnte ich nie im Leben, ey. Oh. Ist das wahnsinnig, ey.
muss auch ehrlich sagen, ne, eigentlich bin ich ja so dieser Fan, wenn du so einen geilen Himmel, so ein alles geil ist. Aber ich finde, das zeigt halt auch so ein grauer Himmel kann so cool sein. Weil der ist ja bewölkt wie Arsch, ne? Aber dadurch kommt so diese Menschenmenge viel mehr zur Geltung, finde ich. Klar, dass hier so Konfetti sprüht, Feuerwerk, der Dampf, der da rauskam, also aus den Flügeln, der Dampf, der war schon, ne, sah schon sehr geil aus. Ne, es sieht alles sehr geil aus, aber ich finde, dadurch, dass du halt alles so fucking hell hast und auch so bewölkt, glaube ich, hast du nochmal so ein ganz anderes geiles Feeling. Was dir zeigt, so scheißegal, was für ein Wetter ist, Hauptsache die Leute sind da, Hauptsache du hast Spaß und gerade Festival. Egal ob Regen, windig, sonnig, scheißegal. Wir haben Spaß. Geil, aber auch die Crowd und so zu hören, ne? Du siehst so richtig, okay, Surfer geht ans Piano, alles wird so ein bisschen ruhiger, alle können mal durchatmen und dann dreht's wieder komplett ab. Can I see you put your hands up like this? Touch the sky, everybody. Touch it. You are amazing out there. Boah, E-Gitarre ist so ein geiler Sound, ne? Boah! Lawrence, come on! Aber was ich so dieses Mal, ne, bei 2022 mehr das Gefühl habe, im Gegensatz zu 24, dass es mehr so ein bisschen mehr so auch diese Rock-Vibes hat, ne? Vielleicht kam mir das auch nicht so vor, weil halt 24 ist ja viel, viel mehr passiert gefühlt. Aber ne, du hast diese E-Gitarre, wie die dazu abgehen. Dann auch, wo Selfa da zu dem Schlagzeug, zu dem Drummer hingegangen ist. Und so dieses. Für mich ist das immer dieses Rockige, wenn du so einen hast, der an Schlagzeug richtig abgeht. Deswegen, das ist schon. Das ist nochmal noch ein Genre mehr. Hä? Oh, Junge, ey.
One! Wow, ey. Make some noise! So, as you all know, no DEFCON 1 without new tracks. I've got a special one for you guys in store right now. This man is an absolute legend. And we're about to welcome him on stage. Brandy Stefano, next incoming, make some noise! Okay, John, hit it! DEFCON, are you out there? Hands up! Ich sag ja, ne? Jetzt kommt noch Rock dazu, Bruder. Ich kack ab, ey. Was der Mann an Musik vereint? Hilfe. Hilfe. Das sind auch Sachen, wo du eigentlich denkst, okay, das wird nie zusammenpassen. Das packst nicht, das passt nicht. Und Zephyr kriegt's halt so geil hin. John? John? Put those hands up in the air, let's go! Ey, sag mir bitte, ey. Drohnenshots sind doch mit das Geilste überhaupt, oder? Als Maul, ey. What I've felt, what I've known, never shine through what I've shown. Never be, never see, won't see what might have been. What I've felt, what I've known, never shine through what I've shown. Never free, never me, so I dub the unforgiven. So I dub the unforgiven. Bro, war das Gandalf? Junge, was macht ein Gandalf, der Graue da? Junge, du bist falsch abgebogen im Auenlachen. Geil. Gandalf. Nein. Doch. Nein, doch. Das ist er doch, oder nicht? Wie laber nicht. Wie geil. Okay, DEFCON 1, make some goddamn fucking noise for John! Give it up for the mighty Zephyr!
Also ich muss sagen, eigentlich war der Track verdammt geil, aber dass er während des Durchdrehens, sag ich mal, noch gesungen hat, das war, weiß ich nicht, war sowieso so leise, du. Aber der hat sowieso zu viel geknallt. Hammer. Junge, 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 ey. Defcon? Well, we can do it like this, right? I want you to put your arms around the person who's standing next to you right now. Even if you don't know that person. In this house, we're all family. Don't be shy to one another. Rede mal. Just like that, brothers and sisters. Oh, nee. Muss halt ehrlich sagen, das sind so schöne Bilder zu diesem Sound, whatsoever, ne? Boah! Und dass der Motherfucker da wieder rumläuft und der mir wieder die ganzen Emotionen um die Ohren haut, ne? Ist ja so verrückt, ey. What's right? Wanna hear you? Defcon! 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 Come on! Boah, ne, das muss ich nochmal. Sorry, aber das hört sich so geil an. Die ganze Crowd da am Mitschreien ist ja sowieso immer crazy. Ich finde, das ist so ein geiles Gefühl, wenn du das alleine schon hörst. Aber diesen Chor da noch zu hören. Hör mir auf! Junge. Wahnsinnig, wie krass das eigentlich ist, ne? Dass die da stehen. Chor! Frauen, Männer. Also jetzt waren es ja nur Frauen, die wir da gesehen haben. Aber Chormenschen, die beim Hardstyle
bei einem Hardstyle-Event wirklich sich dahin stellen, mitsingen, den Shit fühlen und sogar mit durchdrehen. Bitte was? Bitte was? One blood, one love, one try. Oh my God! Oh my God! Okay, DEFCON 1, put your fists up in the air, come on! Das ist ein Switch, ey. To make you do! Killing in the name of! Das meine ich. Wie geil ist denn das bitte? Hä? Das macht mir da komme ich nicht drauf klar, ehrlich nicht. Dass die Girls, Women, whatsoever, da alle mitmachen, das ist so cool, ey. Aber auch dieser Switch von diesen krassen, epischen, generell diese ganzen Switches finde ich so krass bei Zephyr. Du hörst dir seine Musik an und bist so, Alter, irgendwas passiert dir, du weißt gar nicht, wie du dich fühlen sollst. Genauso wie hier. Du hast erst so dieses krasse, epische und dann haut's dir wieder ums Gesicht, ey. Boah, das war dann schon gut, ne? Someone goes to workforces! Let us save the black cross! Okay, DEFCON, I don't care what you're thinking right now. We are doing this one together, let's go! I'll do what they told ya. Also sind wir mal ganz ehrlich, ne? Bei Zephyr brauchst du noch nicht mal einen Willen. Also Real Talk. Zephyr hat so viel Power in sich, ob er da jetzt durchdreht oder ob er da selber seine Ansprachen macht. Junge! And I can do what they told ya! 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 Junge, ey. Okay, DEFCON 1, we've been locked up for 2 years. I want to see all of this middle fingers up in the air, come on! Muss aber auch sagen, ne, die kriegen immer die perfekten Leute da vor die Kamera, ne? Also das haben die echt verdammt geil gemacht, so, weil wenn du ja guckst, es gibt immer so diese Trauben an Menschen, die einfach nur freuen, sich da zu sein und nicht abgehen, vielleicht auch ein bisschen zu schüchtern sind, ne? Kann ja auch sein. Oder kann ich mir auch vorstellen. Aber wenn du immer diese einzelnen Menschen siehst, da haben sie immer die Leute, die ja total am Schlappen drehen. Aber ist auch geil.
So, weil meistens sind das die Leute, die nachher alle mitreißen. Boah, das liebe ich an Cypher-Auftritten, ne? Junge. Wie die Crowd da auch immer durchdreht, das macht so Bock zum Anschauen, ne? Aber ich glaube, wenn du da bist, ich glaube, du kannst auch nicht. So, du stehst da, du weißt, es droppt gleich und du weißt auch, alle werden gleich schreien. Du musst mitschreien. Wie geil. Das meine ich, ne? Hardstyle, Rock, Hardstyle, es ballert dir alles um die Fresse, Hardstyle. Auf einmal sind wir wieder beim Orchester gelangt. Und wie sollst du dich denn da fühlen? So, natürlich, du kannst dich nur so fühlen. No explanation is needed with this next song. Just do whatever comes natural right now. We want to hear you. Ist das bekloppt. Ja, dass die überhaupt die Matte da die ganze Zeit rumwerfen wie die Bekloppten, ne? Dass er auch die ganze Zeit diesen Gümmelball da rumschießt, ne? Junge.
Und das check ich jetzt erst. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, was die Leute, wie man das ja, was die Leute hier unten machen. Die haben da einfach eine fucking Bar, Mann? Junge. Da hast du ja vorne nur gewonnen. Du siehst den Künstler näher denn je. Du musst ganze Zeit abdrehen, das ist vielleicht auch ein kleiner Nachteil. Aber du kriegst auch ganze Zeit Bier. Wie geil. Kann aber auch extrem arm bei werden. Wave those hands from side to side. War da eine fucking Ziege jetzt bei? Junge, die Musik ist sowieso für mich immer so. Okay, gut, ne? Muss man drauf stehen. Ich finde sie immer sehr lustig. Aber wenn da noch eine fucking Schaf. Warte mal, Macht das Schaf, ne? Wie auch immer. Dieses Tiergeräusch noch bei ist. Halleluja. Boah, Junge. Von Musik geführten Orgasmus zu bekommen? Check. Meine Fresse, ey, wie mich so Instrumente oder generell Instrumente abholen können, ne? Ich glaube, ich habe irgendwie ein falsches, ich habe irgendwie einen komischen Kick. Kick? Give it up for the lovely Nina on the violin.
Und das meine ich nämlich, ne? Die steht da einfach mit ihrer Violine, reicht die da so wunderschön, aber der Beat droppt schon oder fängt an zu droppen, baut sich auf, droppt gleich so. Und sie geht einfach mit, aber spielt trotzdem das Ding 1A, so wo du dir denkst, so gut. Okay. Dass die den Ball auch immer wieder da zurückballern, ne? Ist das verrückt. Take my hand, there's so much more to say. Way up high in a distant galaxy. Take a stand, your mind will set you free. Right in the stars to infinity. To infinity. To infinity. Was der am Gallern, ey. Der hat auch so einen an einem. Also der ist so positiv krank, ne? Das ist so unfassbar. Das ist so geil, ey. Dass er jeden Scheiß, der da irgendwie auf die Bühne kommt, irgendwie immer mitnimmt, ne? Wenn ich Lawrence wäre, ne? Ich könnte nicht neben denen performen, ich müsste die Augen zumachen. Ich würde mich, glaube ich, jedes Mal kaputt lachen und aus dem Takt kommen, wenn ich Zephyr neben mir sehen würde.
put it up in the sky. Let's show everyone the red stage is back! Fuck yeah, let's do this! Ey, bitte kick den scheiß Ball doch endlich mal, weil das geht doch gar nicht mehr. Oh, ich muss halt, sorry, dass ich genau wie jetzt zum Drop hier reinkacken muss. Tut mir wirklich leid, aber wenn ich das hier sehe. Da geht mir immer das Herz auf, ne? Ich muss halt ehrlich sagen, da geht mir immer das Herz auf, weil es immer wieder geil ist, wenn du auf irgendwelchen Shows bist, die meistens Open Air sind, ne? Und da ist es fast egal, in welcher Musikrichtung du bist, dass da immer die Leute, die eine Behinderung haben oder so, ne, also im Rollstuhl sitzen, einfach hochgehoben werden. Und so gezeigt wird, ey, ihr seid ein Teil von uns, scheißegal, was mit euch ist. So, das finde ich so ein geiles Zeichen und das erwärmt mir jedes Mal das Herz. Das ist so geil. Life Oh, is not always sunshine and rainbows. Rede. It can be an ugly place sometimes. But you always gotta keep reminding yourself to always keep your head up no matter what. Rede, immer Kopf umhalten. Immer. Nobody said it was easy. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Oh. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Defcon! Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Sefa, take us back. Or take me back to the start. Put those hands together. Look around you. This is us. 4 days long. After
3 years of silence and nothingness. DEFCON 1 is back, baby. Junge, wenn man überlegt, ne? Fucking 3 Jahre, diese fucking Dreckscheiße von Corona, ne? Und dann kommst du so wieder dahin. Und Sapphire öffnet dir das so. And nothingness. DEFCON 1 is back, baby. We are back. Oh, wie geil das aussieht, ey. Oh, please. Here we go. Here we go. Simple. Ich muss halt ehrlich sagen, was er aus dem Song gemacht hat, ist Wahnsinn, ne? Also Real Talk, dieses krasse Emotionale, dass du gefühlt anfängst zu heulen und gefühlt über alles nachdenkst, aber dann dieses krasse Hardstyle, was sie einfach wieder dazu bringt zu lachen, Kopf hoch zu ballern und zu sagen, ey, es geht weiter, scheißegal, Mund abputzen, was soll's? Ich geh weiter. Geil. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Put those fists up, come on. 3, 2, 1, jump. Oh my God. Ey, der macht mich fertig, ey, ehrlich. So, du siehst, dass er seine Augen schließt, es fühlt sich nochmal so viel krasser an. Und dann kommt Oh my dieses God. Gesicht dazu. Das ist so geil. Der Typ, der macht mich wirklich fertig, ey. It's so beautiful what music can do with all of us. Rede Wille. Uniting so many like-minded souls in one house. Hands together. Hands together.
everyone, here we go! Ich find's auch geil, wie dieser Chor so viele Sachen halt so viel krass epischer macht, obwohl du die gar nicht gefühlt. Du hörst sie nur ganz leicht, aber wenn du dich drauf konzentrierst, ballern die so hart. Ja, sehr, ja klar. Natürlich, ja sehr. Ja klar. Ist doch klar. Boah, ich glaube, das Brett hat hier alles weg, ne? Die ganze Zeit war ja nicht so ein krasser Shit. Also was heißt, nicht krass, es hat trotzdem geballert wie blöd, ne? Aber dass es dich so, dass dir das so um die Ohren fliegt, ich glaube, wenn du davor stehst, bist du auf einmal wieder da. Oh. Happy birthday. Dear God, I hope you're listening. Millions of thoughts are racing through my head. Some days I feel everything, and on others I feel nothing instead. How much more should I lie to myself before you fall through? I'm so close to the edge, while I should be close to you. And what's the difference between your heaven in the sky and heaven on earth? Because my perspective on heaven doesn't come from my Bible or my church. For now I realize it's neither you nor I. The noise carries my faith like a wolf's wailing cry. Here I sit and stare as my voice changes tone. It's your word against mine. My thoughts have found a home. Dear Mr. God, I don't care anymore if you're listening or not. This is my voice.
was mir hier nochmal wieder klar wird, ne, was das Sepha es hinkriegt, so diese Schönheit aus Halbzeit rauszukitzeln, ne? Der kriegt's hin, dass dir alles um die Ohren fliegen kann, dass du, ne, diese ganzen verschiedenen Genres zusammenpacken und trotzdem, dass es sich mega geil anhört. Aber dass er es auch gleichzeitig hinkriegt, dieses Wunderschöne mit Hardstyle zu paaren, genauso wie dieses Epic-mäßige. Das ist so krass. Und das halt auch noch live. Wahnsinnig. The truth have been revealed by his master and his crew that music has no boundaries or rules. Ist das Ding durchgeschwitzt, ey. Jedes Mal wieder geil. Can we have the crew right over here? Come on, come on, come on, come on. Dass er sich davor stellt, dass er sich davor dieser Crowd verneigt und sogar auf die Knie geht, ist so krank eigentlich, ne? Also eigentlich ist das so eine kleine Geste, so eine Dankbarkeitsgeste. Aber ich finde das so krass. Ladies and gentlemen, like I said, bringing music together is what they do. One more time, give it up for Sepha and his crew. This was Sepha! Wahnsinnig, ey. Krass. Wirklich mega krasser Auftritt. Mal wieder. Wow. Wow. Hey. Mega geiles Teil. Hat mega Spaß gemacht zu hören. Und ich muss ehrlich sagen, klar, zwischendurch hatte ich vielleicht mal so eine Flaute, ne, wo ich halt, keine Ahnung, ob man das überhaupt gemerkt hat, ne, wo ich dann so dachte, ich so, boah, krass. Jetzt sind so 20 Minuten um und ich habe noch ein bisschen Zeit vor mir, aber da war gefühlt schon, weiß ich nicht, 40 Minuten um. Also, alles in allem war das wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich jetzt sagen, okay, ist eine halbe Stunde um. Das ist so krass, weil du immer wieder vom Neuen wiederbelebt wirst mit seinen ganzen Sounds da, die er da verwendet, wie gesagt, diese ganzen Genres. Aber dieser Auftritt, mega geil. Diese Crowd Control, die Shorts, die wir sehen, dieses Chor, dass ich das Bild kriege, ist unfassbar. Sein eigenes Orchester ist mega geil. Ich meine, das kennen wir ja, den Chor ja auch. Aber ich fand den diesmal so geil, weil du den halt noch ein bisschen mehr gesehen hast. Auch, dass die auch durchdrehen, wenn es mal ein bisschen härter wird. Deswegen, es hat mega Bock gemacht. Gerade auch, dass man sieht, dass sein Piano eigentlich gar kein Piano ist, sondern einfach ein Keyboard in einem Piano eingebaut, sag ich mal. Aber sonst sehr, sehr geil. Nicht so viel Hackmack. Was heißt Hackmack? So bei 24 war es ja auch geil, dass du viele Leute da hattest und ich finde das ja auch cool zu sehen, so die ganzen Leute da, ne? Egal, ob es eine Power Hour ist oder Auftritte oder was auch immer. Ich finde das halt sehr geil, weil du über den Tag mit Pyrotechnik und so wird es halt schwierig. Okay, es sind eigentlich viele Leute, ne? Aber trotzdem sehr, sehr geil gemacht. Also am Ende des Tages ist es wirklich sehr geil gemacht und du hast in dem Video siehst du so viele geile Eindrücke, finde ich.
ob es irgendwelche Explosionen sind, ob diese Konfetti ist, ob es dieser Dampf ist, ob du diesen Shot hast, wo du alles siehst. Die Emotionen der Menschen, Zephyr, der da wieder nur, der durchdreht, der am Piano sitzt, der da mit dem Ball rumschießt wie ein Bekloppter. Ob du Lawrence da mit seiner Gitarre siehst, den Mann an den Drums, der geil abgeht, Nina, die ihre Zeit bekommt mit ihrer geilen Violine und da wunderschöne Sounds rauskloppt. Das Orchester, der Chor, also Real Talk, finde ich sehr, sehr geiles Video, aber auch ein sehr, sehr krasser Auftritt. Und da muss ich halt wieder sagen, Zephyr Auftritt ist halt, also ein Auftritt von Zephyr zu sehen, ist halt so, als da könntest du ein ganzes Wochenende mit verbringen. Du guckst dir das Freitagabend an, auf den Samstag kommst du so langsam klar und Sonntag hast du das erstmal alles verinnerlicht, was überhaupt abging. Und das hinzubekommen, ist schon crazy. Deswegen, geiles Teil. Ich sag vielen Dank für den Vorschlag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, euch das anzuschauen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr einen Hashtag finished unten in die Kommentare reinballert, damit ich sehe, dass ihr das Ganze durchgeguckt habt. Freut mich natürlich auch immer umso mehr. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Was auch immer es sein wird. Aber es wird eine Big Reaction, wenn Sonntag ist. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.